Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem interessanten Thema für alle, die ihre Orchideen in Kolomi und im Glasgefäß kultivieren. Jetzt, wo ich alle Orchideen so nach und nach inspiziere, nachdem wir im Urlaub waren und jetzt knapp 3 Wochen vorbei sind, ist eigentlich ganz interessant zu sehen, wie sich die Phalaenopsis-Orchideen im Glas entwickelt haben. In Kolomi als Substrat. Hier haben wir zum Beispiel die Phalaenopsis Francis Plastic Yellow. Das ist eine Kreuzung aus Phalaenopsis amboinensis mit Phalaenopsis Hieroglyphica, Entschuldigung, Phalaenopsis amboinensis mit Hieroglyphica. Eigentlich eine ganz schöne Sorte, die im Moment aber nicht am Blühen ist. Wir sehen auch, im Gefäß ist mittlerweile kein Wasser mehr vorhanden. Was wir aber sehen können, ist, wahrscheinlich werdet ihr das nicht sehen, also hier im Blattherz bildet sich ein neues Blatt und hier bildet sich eine neue Wurzel. Das heißt, die hat die Zeit ganz gut überstanden und das ist eigentlich ein ganz guter Tipp und Hinweis für eure Phalaenopsis-Kulturen. Je trockener die gehalten werden, also jetzt nicht wüstentrocken, staubtrocken, sondern je weniger Wasser ihr den Pflanzen gebt, umso aktiver bilden sie Wurzeln aus. Ich weiß, es gibt auch noch die andere Meinung, dass die sogenannte nicht ganz korrekte Wasserkultur, die andere ausüben, zur Wurzelbildung führt. Aber ihr seht auch, genau das Gegenteil kann genau dazu führen, dass die Pflanze Wurzeln ausbildet. Kommen wir zu einer Naturform, und zwar in dem Fall die Stuartiana. Hier ist kaum noch Feuchtigkeit im Glas vorhanden. Ich sehe nichts, aber man sieht, den Wurzeln geht es gut. Die Wurzeln sind silbrig, die sind fest, die sind rund. Manche sind natürlich, die alten Wurzeln sind natürlich ein bisschen vertrocknet, die muss man natürlich wieder raussortieren, aber scheint sogar noch ein bisschen Feuchtigkeit drin zu sein. Wenn man hier die Wurzel anschaut, die ist sogar noch grün. Bedeutet, selbst in diesem kleinen Glas im Vergleich zu dieser, die ja komplett trocken war, kann sich immer noch ein bisschen Feuchtigkeit aufhalten. Und bei der Wurzel sieht man, die macht sogar eine Seitenwurzel. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt momentan so warm und wenn ich die Pflanzen jetzt schon anschaue, kann ich ihr natürlich ein bisschen Wasser geben. Ein bisschen vorsichtig Wasser geben. Mit so einer großen Gießkanne ist immer ein bisschen schwieriger. Mit der Spritzflasche ist das leichter. Jetzt ist sie mit Wasser wieder versorgt und wenn sie dann an ihren Platz kommt, jetzt bei diesen warmen Temperaturen, wird sie das auch brauchen. Was wir auch sehen können, was auch bei der anderen Pflanze erkennbar war, ist, dass die Blätter fest sind, nicht schrumpelig sind und diese Wurzel zum Beispiel sich auch richtig schön ins Kolomi hinein wächst. Das heißt, auch die macht sich gut, wächst ein bisschen langgestreckt, kann aber vorkommen, kann sie auch mit der Zeit verwachsen. Da warte ich jetzt und hoffe ich jetzt demnächst auf eine Blüte. Dann habe ich hier eine Doritis, die Pulcherrima Pink, die habe ich ja schon längere Zeit. Da haben sich jetzt wieder Algen gebildet, was wahrscheinlich daran liegt, weil ich da zusätzlich gedüngt habe. Im Frühjahr kamen mir die Blätter deutlich zu hell vor. Die haben sich auch so richtig intensiv rosa gefärbt. Und dann dachte ich mir, okay, komm, die kriegt ein bisschen Dünger und seitdem sind die Blätter wieder deutlich grüner. Und was wir aber auch sehen können ist, da ist noch Feuchtigkeit vorhanden. Das heißt, in einem großen Glasgefäß hält sich die Feuchtigkeit natürlich deutlich länger. Aber das macht nichts, den Wurzeln geht es gut. In dem Fall ist sogar schon fast diese sogenannte Wasserkultur. Das heißt, die hat sich sogar schon an die richtig viele Feuchtigkeit gewohnt. Kommen wir zu einer Fuscata Phalaenopsis. Die steht richtig trocken. Die hat genauso viel Wasser abbekommen wie alle anderen. Die ist scheinbar deutlich trockener geworden. Man sieht aber auch hier, die Blätter sind schlapp. Die Wurzeln haben jetzt noch keinen großen Schaden genommen, sind allerdings natürlich schon trocken. Bedeutet jetzt in dem Fall auf jeden Fall nachgießen. Immer so viel, dass da unten so 3-4 mm Wasser sind. Gerade wenn es so heiß ist, ist das sehr, sehr schnell weg. Und das Kolomi zieht ja auch ein bisschen Wasser auf. Und dann ist es im Kolomi gespeichert und dann funktioniert das. Das heißt, das ist jetzt eine von den Kandidaten, die ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Kommen wir zu einer weiteren, die Fimbriata. Ich habe sie euch schon mal gezeigt, da habe ich euch auch gesagt, dass ich hier diese Stecketiketten reinstecke, damit der Blütentrieb die richtige Richtung bekommt. Und ihr seht, hier ist mittlerweile sogar eine Blüte, eine Blütenknospe entstanden. Der zweite Blütentrieb ist hier unter dem Blatt versteckt. Hier hat sich ein neues Blatt ausgebildet, wie man hier sehen kann, richtig schön. Und bei dieser Sorte ist es normal, dass die Blätter
deutlich weicher sind jetzt als bei den anderen Phalaenopsis. Die sind auch wesentlich dünner, ja, deutlich dünner. Und ihr seht, selbst diese Orchidee in ihrem Blütentrieb, Bildungswahnsinnszustand hat diese Phase im Urlaub problemlos überstanden und sogar noch Energie gehabt, trotz 2 Blütentriebe ein neues Blatt auszubilden. Das heißt, dafür kriegt sie natürlich zur Belohnung ein bisschen Wasser und dann kann sie sich problemlos weiterentwickeln. Richtig schön, dass es auch mit den Phalaenopsis Naturformen ganz gut funktioniert. Eine Kreuzung, eine schöne, eine Maculata Honghenensis Hybride. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon blühend gezeigt habe. Auf der Webseite orchideenhobby.de gibt es auf jeden Fall Fotos dazu. Schaut euch das mal an, wie toll die Wurzeln hier sind. Die sind jetzt auch silbrig, sind auch weder verschrumpelt noch irgendwie dehydriert. Die kann jetzt natürlich deutlich Wasser brauchen, vor allem weil sie hier ja auch einen Blütentrieb ausbildet. Das heißt, die Pflanze kriegt jetzt ein bisschen Wasser, da die so viele Wurzeln hat, kann die auch ein bisschen mehr Wasser verkraften. Und ihr seht, die Wurzeln nehmen das Wasser sofort auf, werden gleich dunkelgrün. Und ja, die kriegt hier oben, ich denke mal, das wird man nicht sehen in der Kamera, kommt hier auch schon eine neue Wurzelspitze raus. Das heißt, dieser Pflanze geht es richtig gut. Die Blätter sind jetzt natürlich ein bisschen schlapper, aber jetzt wird sie das Wasser aufziehen und dadurch werden die Blätter natürlich wieder fester. Eine Orchidee, eine Phalaenopsis-Orchidee, die es wirklich schwierig hat. Man sieht das, sie hat die Blätter eingerollt, das Blatt eingerollt, ist hier die Phalaenopsis Shibae oder Shibae, je nachdem, wie man es aussprechen will. Nichtsdestotrotz, sie bildet aktuell ein neues Blatt aus. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Die ist etwas bedürftiger, was es heißt, mit der Wasserversorgung. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, es wird auch erkennbar sein, sie bildet nicht nur ein neues Blatt aus, sondern sie bildet da oben 2 neue Wurzeln aus. Das bedeutet, so schlecht kann es ihr gar nicht gehen. Und die hat es auf jeden Fall auch überstanden, hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr Feuchtigkeit gebraucht. Vielleicht ist sie auch einfach zu warm, hat ein paar Probleme noch mit Schmierläusen, hat sie allerdings von Anfang an. Also seit ich die Pflanze bekommen habe, hat sie Schmierläuse. Sie stand bei mir eine Woche separiert und dann traten die nicht Schildläuse, sorry, die Schmierläuse zum Vorschein. Aber dann kriegt sie eben ihre Pflanzenschutzunterstützung und dann ist das Thema auch wieder, zumindest für ein paar Tage, Wochen vorbei. Kommen wir zur nächsten, zur Sederia japonica, eigentlich Phalaenopsis japonica mittlerweile. Und schaut euch das an, die hat hier immer noch richtig schöne Wurzeln, das heißt, ihr geht es auch gut, selbst nach 2,5 Wochen ohne zusätzliche Wasserversorgung. Im Glas vielleicht ganz, ganz wenig Feuchtigkeit noch vorhanden, dadurch, dass das Colomi das Wasser gespeichert hat. Das heißt, auch die Pflanzen bekommen jetzt, oder die Pflanze bekommt jetzt ihr Wässerchen. Schade, dass sie im Moment noch nicht am Blühen ist. Ich sehe auch nicht, dass sie momentan einen Blütentrieb ausbildet. Aber das wird vermutlich auch nicht mehr allzu lange dauern und dann wird es das Update dazu geben. Diese Phalaenopsis, die habe ich mir schon im letzten Video gehabt, im ersten Video, als es ums Thema Urlaub ging. Das ist hier die mit den panaschierten Blättern. Leider bin ich an das neue Blatt gestoßen, dadurch ist es aufgerissen, da muss man aufpassen. So neue Blätter sind super empfindlich, stehen richtig unter Spannung und sobald ein bisschen zu viel dran, dann... Nichtsdestotrotz, die Blütentriebe sind auch noch vital. Passiert aber im Moment nichts. Man könnte die Pflanze unterstützen, indem man die Blütentriebe abschneidet. Oder man belässt sie einfach bei Orchideen, wo die Blütentriebe einfach immer grün sind. Wird es auch immer wieder mal Blüten geben. Und auch dieser Pflanze geht es gut. Die macht hier neue Wurzeln. Hier im Gefäß ist aber noch Feuchtigkeit vorhanden. Das heißt, wird nicht gegossen. Diese Orchidee habe ich euch auch schon im ersten Video gezeigt. Auch so ein Prachtexemplar, was Wurzelwachstum betrifft. Hier kommt auch eine ganz dicke Wurzel. Man sieht auch, dass das neueste Blatt deutlich größer ist als das alte Blatt. Und dieser Orchidee, dieser Phalaenopsis im Glas mit Colomi geht es auch gut. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideen in Colomi, im Glas, für den Urlaub, nicht für den Urlaub, im Winter, im Sommer, wie auch immer, wie man die zum Blühen bringt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, hier unten ist so ein Herz, könnt ihr draufdrücken. Ihr könnt auf die Webseite gehen, Kaffee ausgeben. Ihr könnt die Kanalmitgliedschaft nutzen, um alle Videos, die bereits online sind,
vor allen anderen zu sehen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.